Eine ganz normale Minecraft-Welt in der Version 1.21. Keine Mods. Die einzige Besonderheit, der Hardcore-Modus, in dem meine Wenigkeit spawnte. Ich, ein unerfahrener Minecraft-Spieler, der auch wie seine Vorbilder 100 Tage überleben möchte. Ich nannte diese Welt Hardcore YouTube 02, weil... Ja, lasst uns darüber nicht weiter sprechen. Irgendwie werde ich es diesmal schaffen, hoffte ich zumindest. Und so startete ich zuversichtlich in diese Welt, nichts ahnend, was mich erwarten würde und welche Dummheiten ich anstellen werde. Let's go! Ich meine, ihr kennt das ja alle am Anfang. Man schaut sich erstmal um, wo man überhaupt gespawnt war. Aha, ich erkenne Cherry Trees, eine Portalruine, weiter hinten verschiedene Wälder. Eigentlich ganz nett hier. Mit den verschiedenen Holzarten kann man schöne Dinge bauen und dekorieren. Also, wenn man bauen kann. Ich leider so gar nicht, das sollte ich wirklich mal üben. Trotzdem ich ein Anfänger in Minecraft bin, hatte ich mir 2 Ziele gesetzt. Den Enderdrachen innerhalb der ersten 50 Tage zu besiegen und bis zum Ende eine Full Netherite Rüstung mit den besten Verzauberungen zu haben. Klar, andere schaffen das in 10 oder 20 Tagen. Für mein erstes 100 Tage Hardcore Abenteuer sollte das allerdings schon eine machbare Challenge darstellen. Also los! Die erste Holzspitzhacke wurde schnell durch Steintools ersetzt. Dabei entdeckte ich diesen Geheimgang mit Kohle. Leider hatten ein paar Zombies etwas dagegen, dass ich mich hier bedienen wollte. Und da das hier eine Hardcore-Welt ist, war ich Feuer und Flamme für die Idee, erstmal für Rüstung und Essen zu sorgen. Immerhin hatte ich nach einer kurzen Jagd auf Kühe und Schafe schon ordentlich Hunger. Ein paar Bäume räumte ich aus dem Weg. Dann wurde die Wolle zu einem Bett gecraftet und das Fleisch gebraten. Währenddessen habe ich noch mehr Holz gefällt und mir einen gesunden Snack gegönnt. Nicht weit entfernt entdeckte ich das erste Iron. Perfekt. Also habe ich schnell noch etwas mehr Holz gesammelt und als es gerade schon zu dämmern begann, ging es hinab in den Untergrund. Als ich mehr Iron entdeckte, kam der erste Creeper aus seinem dunklen Versteck. Ich konnte mich gerade noch so vor seiner Explosion retten. Es war verdammt dunkel hier, also wollte ich etwas Kohle für Fackeln suchen. Immer wieder wurde ich von Wasser weggespült, was etwas störte. Als ich dann Kohle gefunden hatte, entdeckte mich ein Skeleton. Die sind für die meisten Tode in meinen Hardcore-Welten verantwortlich. Vor allem, wenn ich noch kein Shield habe, so wie hier also. Leicht panisch wusste ich nicht wohin. Draußen war es noch dunkel und in der Höhle lauerten weitere Gefahren. Ich machte mir das Wasser zunutze, das ich eben noch verflucht hatte und schwamm schnell weiter runter. Kurzerhand baute ich mich in der Wand ein, um alles erstmal zu sortieren. In Sicherheit craftete ich mir 4 Fackeln, schmolz das Eisen und craftete daraus ein Shield. Außerdem noch eine Eisenspitzhacke und ein Steinschwert. Ich war jetzt schon tief in der Höhle, wollte doch aber eigentlich alles langsam angehen. Eigentlich. Aber seht selbst, was danach noch alles geschah und was ich entdeckte. Naja, mit dem Shield in meiner linken Hand traute ich mich erstmal wieder zurück mit dem Wasser nach oben, auf der Suche nach mehr Kohle. Angekommen entdeckte ich einen unterirdischen See, in dem neben Glowsquids, ein Creeper und der Skeleton von vorhin badeten. Ich bediente mich an der Kohle, die wir schon entdeckt hatten und konnte endlich mehr Fackeln craften. Unterwegs nahm ich alles weitere Iron mit, um schnellstmöglich die erste Rüstung zu haben, die uns vor weiteren Gefahren schützen sollte. Dabei entdeckten mich Skeleton und Creeper, also Zeit für ein heldenhaftes Manöver. Okay, immerhin habe ich es mit dem Shield unbeschadet überstanden. Nach ein paar weiteren Gegnern und noch mehr Iron baute ich mich nochmal kurz dort ein, wo ich eben noch Kohle abgebaut hatte. Es war Zeit, das Iron zu schmelzen und die Essensvorräte zu prüfen. Leider reichte es noch nicht für Full Iron. Dafür fehlten mir genau die 3 Eisenbarren, mit denen ich vorhin erst die Spitzhacke gebaut hatte. Auf jeden Fall war ich jetzt um einiges sicherer unterwegs und hatte ein klein bisschen weniger Angst, in Richtung Deep Dark zu gehen. Also war es Zeit aufzubrechen. Mehr Iron und Lapis Lazuli lagen direkt vor mir und als ich gerade anfangen wollte, alles gemütlich abzubauen, erkannte ich es dann direkt. Vor Schreck hatte ich erstmal mein Steinschwert fallen lassen. Und als wäre die Mine nicht schon genug gewesen, entdeckte ich direkt neben dem Eingang meinen ersten Diamanten. Er funkelte zwischen normalen und Deep Dark Steinen neben einem Lavafall am Boden. Oh, what? Es war immer noch mein erster Tag in dieser Hardcore-Welt, also wollte ich gar nicht greedy sein und versehentlich den Spinnenspawner aktivieren, während ich mich auf den Dia stürzte. Nein, eins nach dem anderen. Immerhin hatte ich schon früher meine Erfahrungen mit dem Gift der Spinnen gemacht. Mir kam dann eine gute Idee, wofür ich schnell nochmal das restliche Eisen schmelzen musste. Dadurch konnte ich mir auch noch die fehlenden Eisenschuhe craften. Was gegen die Spinnenweben hilft, um da schneller durchzukommen, ist definitiv ein Eimer und den würde ich mir jetzt gerne craften. Wir wissen ja, dass hier vorne eine Wasserquelle war. Okay, jetzt weiß ich noch nicht, ob uns die Mine gerade ein bisschen im Weg ist, weil wir noch nicht so viel Essen haben, fällt mir wieder ein.
Das ist jetzt so ein bisschen wenig. Wie man merkt, hatte ich großen Respekt. Immerhin ist das hier Hardcore. Also baute ich mir lieber noch ein Schwert aus Iron, da ich ohne Bogen auch nicht aus der Ferne kämpfen konnte. Draußen war die Welt leider genauso nass wie der See in unserer Höhle. Es regnete. Daher suchte ich in den oberen Bereichen beim Höhleneingang weiteres Iron und Kohle und leuchtete alles etwas aus, bis die ersten Sonnenstrahlen zu sehen waren. Der Tag war angebrochen, die perfekte Gelegenheit also, nochmal nach draußen an die frische Luft zu gehen. Holz hatte ich noch genügend. Außerdem bietet auch die Mine zusätzliches Holz. Es fehlte an Essen. Diesmal mussten ein paar Hühner leiden, damit mir später weiter unten in der Mine nicht der Magen knurren sollte. Kurze Zeit später befand ich mich wieder beim Diamanten, direkt vor dem Mineneingang. Es war an der Zeit, der Gefahr ins Auge zu sehen und den Spinnenspawner aus dem Weg zu räumen, um tief in die weiten Gänge der Mine vorzudringen. Ich war mir sicher, dass dort Schätze, Reichtümer und Abenteuer auf mich warteten. Mit dem Wasser spülte ich die ersten Spinnenweben weg, was weitaus schneller war, als alles einzeln abzubauen. Natürlich dauerte es nicht lange, bis die erste Höhlenspinne auf mich zugerannt kam. Sie wusste, dass sie gegen mich keine Chance hatte, daher brachte sie direkt Verstärkung mit. Nein, sie hat uns erwischt. Das ist schlecht. Jetzt haben wir natürlich noch keine Pfeile. Ohne Pfeile und mit meinen schlechten Nahkampfskills musste ich erstmal warten, bis sich meine Herzen etwas regeneriert hatten. Ein paar Spinnen später beseitigte ich den Spawner und fühlte mich nun bereit für die Mine. Nachdem ich den Eingang zur Mine nun freigelegt hatte, war der Diamant die perfekte Belohnung für meinen mutigen Einsatz. Zusätzlich dauerte es nicht lange, bis das erste zurückgelassene Minecart vor mir stand. Lieber sicherte ich zuerst die Minengänge links und rechts davon ab, damit mir niemand diesen Loot streitig machen würde. Was wohl alles darin versteckt sein wird? Mehr Diamanten? Goldene Äpfel? Es waren ein paar Fackeln, Gleise, Kohle und Iron. Immerhin gab es auch noch etwas zum Lesen. Ich kann später meinen Bogen auf Infinity verzaubern. Cool. Erstmal ging es tiefer in die Mine, ich nahm mehr Iron und Kohle mit und entdeckte dabei einen Geheimgang direkt hinter einer Kohlewand. Dieser führte zu einem kleinen Goldvorkommen, das gut bewacht wurde. Der Skeleton-Freund hört, dass wir hier uns am Gold bedienen, glaube ich, und möchte auch was davon abhaben. Vorsichtig bekämpfte ich die Knochenmänner mit meinem Schwert und Schild, nahm ihre Pfeile mit und schwamm dann tiefer in den Höhlengang hinein. Oh nein, das gibt's ja nicht. Die Mine geht ja einfach hier weiter. So langsam ahnte ich, was für eine lange, anstrengende und gefährliche Erkundung diese riesige Mine werden sollte. Große Minen sind toll. Viel Loot, der einen erwartet, keine Frage. Aber musste das direkt an den ersten Tagen dieser Hardcore-Welt sein? Ich hatte gar keine Möglichkeit, alles mitzunehmen, da ich keine Base mit einem schönen großen Lager hatte. Apropos Loot, den es in den Minen gibt. Das zweite Minecart hatte neben etwas zu essen auch einen Nametag für mich. Wohin nur mit all den Items? Nicht nur die Mine war groß. Ich kam auch immer wieder in die normale Höhle links und rechts der Mine. Ich konnte die ganze Kohle und das Iron gar nicht mehr mitnehmen. Immerhin konnte ich große Teile schon mal mit Fackeln ausleuchten, was mir spätere Erkundungstouren erleichtern wird. Nur das viele Wasser überall fand ich nicht sehr hilfreich. Genauso wenig wie das hier. Oh, um Gottes Willen, ist das riesig. Um Gottes Willen, ist das riesig. Ja, ich hatte wirklich langsam keine Lust mehr, noch mehr von der Mine zu erkunden. Volles Inventar, wenig Essen und kein Plan, wie die Welt eigentlich an der Oberfläche aussieht. Dazu kam das ekelhafte Geräusch von einem Spinnenschwarm und der Entdeckung eines weiteren Spinnenspawners. Zum Glück lag dieser frei und ich konnte ihn ohne weiteres abbauen. Das alles war mir wirklich zu viel und ich drehte erstmal um. Aber wo genau bin ich denn jetzt eigentlich hergekommen? Und was halten die noch nicht entdeckten Gänge für mich bereit? Hätte ich mal lieber nicht gefragt. Schaut euch an, was ich kurze Zeit später sehen musste. Ist das auch noch ein Spawner? Aber wir haben hier 5 Spinnenspawner. Die können uns halt echt auseinandernehmen, glaube ich. Da ist auch noch einer.
So viele. Wo sind denn 3 Spinnen-Spawner direkt neben... Geht's einfach weiter. In eine Sackgasse, die aber keine Sackgasse ist, denn... Da kommt Wasser raus und das Wasser führt uns nochmal... Ich fand mich durch einen Seitengang in einem weiteren, noch größeren Bereich des Untergrunds wieder. Wann hört das endlich auf? Es war bereits der 4. Tag und ich habe die meiste Zeit in diesem dunklen, kalten Untergrund verbracht. Ich sehnte mich nach Sonne und frischer Luft. Naja, ich hatte durch die viele Kohle genügend Fackeln und sah meinem Schicksal ins Auge. So schnell sollte ich hier nicht wieder rauskommen. Und so ging ich tiefer hinein, tief genug, um ins Deep Dark zu kommen. Ja gut, ich weiß, was ich will. Wird Zeit, dass wir uns das holen. Die Rede war natürlich von Diamanten. Irgendwie war das doch auch kein schlechter Plan. Wenn ich direkt mit einer Diamantspitzhacke zurückkommen würde, muss ich nicht so schnell nochmal hierher zurückfinden und kann gleich alles für eine Reise ins Nether vorbereiten. Dort werde ich noch ängstlicher sein als hier, aber es führt kein Weg daran vorbei, wenn ich den Drachen besiegen will. Geht's wieder ganz schön tief rein, ne? Iron. Iron. Oh ja, dafür sind wir hier. Genau dafür sind wir doch hier. Jetzt fehlte erstmal nur noch ein Diamant für die Spitzhacke. Mehr Motivation brauchte ich nicht, um mich den Gefahren zu stellen. Zwischenzeitlich war es notwendig, mich noch einmal kurz einzubauen, um in Ruhe das Eisen zu schmelzen, Tools zu craften und alles zu sortieren. Lange dauerte es dann nicht mehr, bis ich auf ein paar weitere Diamanten gestoßen bin. Endlich konnte ich mir die ersten Dia-Tools bauen. Nice. Jetzt nur noch einen Lavasee finden wäre perfekt. Damit könnte ich Obsidian für mein Nether-Portal mitnehmen. Oh, da ist Lava. Ist das ein See? Ja. Da holen wir uns jetzt Obsidian. Das war zumindest der Plan. In Wirklichkeit habe ich mich dann von den ewigen Gängen in der Höhle ablenken lassen und habe versucht, so viel wie möglich mit Fackeln zu erleuchten. Das sollte auch nicht umsonst gewesen sein. Weitere Diamanten warteten auf mich. Ein paar Sackgassen später kam ich dann bei einem zweiten Lavasee an. Diesmal nutzte ich die Gelegenheit, machte mit dem Wasser die Lava zu Obsidian und freute mich, das ganz schnell abzubauen. ...14 Obsidian-Blöcke später war es Zeit für mich, den Weg nach draußen zu suchen. Diesmal wirklich. Es war ja auch schon der 5. Tag. Einige Zeit später fand ich mich zwischen Deep Dark und normalem Stein wieder, also nicht mehr ganz so tief unten. Der schnellste Weg nach oben war eine lange Treppe straight nach oben zu bauen. Also machte ich mich ans Werk und hatte dabei schon so eine schlechte Vorahnung. Ich hoffe auch nicht, dass wir jetzt mitten in der Nacht nach draußen kommen, beziehungsweise in so einen Thunderstorm wieder geraten. Oder halt, es kommt natürlich auch darauf an, wo wir oben rauskommen. Vielleicht kommen wir wieder mitten im Ocean an. Oh, da tropft Wasser rein, bitte nicht. Oh, das ist Nacht. Ich kam wirklich im Wasser und mitten in der Nacht oben an. Dabei endete die Treppe so nah am Ufer, ich hatte es nur knapp verfehlt. Ich erkannte aber sofort, wo ich hier war. Das war aber auch nicht sehr schwer. Da ist das Cherry Blossom Ding und da hinten haben wir angefangen, uns reinzugraben, ja. Da ich noch keinen Plan hatte, wo ich mein erstes kleines Lager aufschlagen wollte, hatte ich wenig Lust in der Nacht zu suchen. Viel zu viele Monster, Phantoms und andere unangenehme Gesellschaft. Endlich kam mein Bett zum Einsatz. Ich machte es mir kurzerhand auf den Treppen gemütlich, bevor ich mich bei Sonnenaufgang draußen weiter umschaute. Schnell entdeckte ich andere Abenteurer. Ein Dorf versteckt am Berghang. Meine Taschen waren sowieso schon viel zu voll, also craftete ich lieber erstmal ein Boot und setzte über zum Plain-Gebiet gegenüber. Mal ganz kurz den Tarzan und schwing mich von Baum zu Baum. Mal ein bisschen tiefer reinzugucken. Aua. Ein Fluss führte tief ins Plain-Gebiet hinein. Eine perfekte Verbindung zwischen der Mine, dem Village, dem Ocean und ein angenehmer Platz für mich zu bauen. Ich bin wirklich kein Experte für schöne Bauprojekte, aber das war selbst für mich niveaulos. Es sollte als erster Unterschlupf ausreichen, um vor den Gefahren der Nacht geschützt zu sein. Schnell ein paar Fackeln verteilt, um mein Revier zu markieren. Und dann folgte das Übliche. Öfen und Kisten bauen und alles, was ich bis hierhin gesammelt hatte, erstmal sortieren. Ganz wichtig in einer Hardcore-Welt ist natürlich auch die Essensversorgung. An Schlaf war also nicht zu denken, Samen finden und ein Feld anlegen war jetzt erstmal wichtiger.
Als die Sonne aufgegangen war, machte ich mich mit dem Boot auf dem Weg zum Dorf, das ich unterwegs entdeckt hatte. Auf dem Weg sagten mir meine neuen Nachbarn Hallo. Beim Dorf angekommen, wartete direkt weiterer Loot auf mich. Okay, was haben wir denn hier? Ich sehe direkt eine Chest. Das zieht mich natürlich magisch an. Naja, ich habe wirklich keine Ahnung, warum eine Kiste mit so schlechtem Inhalt von einem Drowned bewacht wird. Egal, das Dorf war ja mein Ziel. Auch wenn der Loot hier genauso schlecht war wie das Wetter. Es fing an zu gewittern. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Arbeitsblöcke der Villager sowie die Essensvorräte des gesamten Dorfes mitzunehmen und mir dann ein Bett zu leihen, bis das Wetter wieder schön war. Enttäuscht vom Loot machte ich mich also wieder auf den Weg zurück. Aber was war das? Das Shipwreck muss ich jedes Mal übersehen haben, als ich hier vorbeigerudert bin. Und das Portal vom Anfang hatte ich tatsächlich schon wieder vergessen. Also doch noch Hoffnung auf guten Loot. Nur mein Inventar war ja schon wieder voll. Das Schiff musste also erstmal warten, aber das Portal brachte mir neben dem Goldblock noch goldene Karotten und einen goldenen Apfel. Langsam wurde es Zeit, ins Nether zu gehen. Oder sich zumindest erstmal darauf vorzubereiten. Ich craftete einen Enchantment Table und erkundete das Land auf der anderen Seite vom Fluss, indem ich dort ein paar Bäume für Holz fällte. Nether-Abenteuer ist jetzt das nächste. Da habe ich jetzt auch schon echt Lust drauf. Und hoffe natürlich, dass wir jetzt dann nicht so ewig schlecht spawnen in dem falschen Biom und so weiter. Haha, wieder eine schlechte Vorahnung, die ich hier hatte, wie sich schon bald zeigen sollte. Ja, davor hatte ich erst noch ein weiteres Portal und Dorf entdeckt und vom Ende des Dorfes direkt ein weiteres. Über den Loot dort brauchen wir nicht reden. Der Braustand war das Beste hier. Ich durfte noch dabei zusehen, wie der Iron Golem machtlos gegen eine ganze Horde an Zombies war. Wild. Die Portalruine war genauso eine Enttäuschung, also noch etwas Holz und Leder mitgenommen und ab nach Hause. Da es gerade Nacht war, sah ich nicht viel mehr zu tun, als ein klein wenig zu terraformen, um das Loch unter unserem Haus zu füllen. Immerhin brauchte ich mehr Platz, um zum ersten Mal ein anständiges Haus in Minecraft zu bauen. Der erste Schritt dafür war es, den aktuellen Holzkasten abzureißen. Dabei bekam ich Besuch von einem Wandering Trader. Es stellte sich heraus, dass er eigentlich nur ein Blumenhändler war, nichts für mich. Aber zu den 2 Gratisleinen der Lamas sagte ich natürlich nicht nein. Da ich wirklich noch nicht sehr viel in Minecraft gebaut hatte, nahm ich eine Vorlage als Inspiration und begann das richtige Haus zu bauen. Zumindest so lange, bis ich feststellte, dass ich dafür mehr Holz bräuchte. Sehr viel mehr Holz. Also wurde erstmal mehr Holz besorgt und als die nächste Nacht anbrach, wurde das Haus weitergebaut. Viele Materialien, wie zum Beispiel Glas, fehlten mir noch. Also baute ich nur den Grundriss, um nachts sicher zu sein und ein etwas schöneres Haus zu haben. Hoffentlich sterbe ich nicht im Nether oder End, damit ich das Haus eines Tages vollenden kann. Nachdem das Erdgeschoss soweit fertig war, packte ich meine Sachen zusammen, um den ersten Ausflug ins Nether zu wagen. Das Portal führte mich in die Hölle. Und ich meine das so. Erinnert ihr euch an vorhin? Da habe ich jetzt auch schon echt Lust drauf. Und hoffe natürlich, dass wir jetzt dann nicht so ewig schlecht spawnen in dem falschen Biom und so weiter. Naja, seht selbst. Ich war geschockt. So geschockt, dass ich erstmal zurück in die Overworld ging. Okay, Lenny, tief einatmen. Und dann rein in die Masse. Meine erste Idee war, dass ich mich durch den Basalt durchbaue. Ganz vorsichtig natürlich. Magma Cubes und Ghasts hatten allerdings etwas dagegen, also musste ich mir etwas Besseres einfallen lassen. Ich war auch komplett von einem XXL-Lavasee umgeben. Verzweifelt musste ich erstmal einen Plan machen. Die Zeit wollte ich aber nutzen und lootete das Schiffswrack, das wir vor kurzem gesehen hatten, sowie den Schatz ganz in der Nähe. Mit einem neuen Plan ging es dann zurück durch das Portal, wo ich erstmal 3 Ghasts ausschaltete. Dafür bekam ich gleich 2 Achievements. Einige Pfeile verfehlten ihr Ziel, daher war der letzte Ghast eine kleine Herausforderung.
Danach wollte ich mich hochbauen, bzw. eine Treppe bis zum nächsten Biom verlegen. Dummerweise hatte ich nicht sehr viel Material und Pfeile hätte ich auch gern welche gegen den einen oder anderen Ghast gehabt. Wieder musste ich meinen Ausflug in der heißen Unterwelt unterbrechen und besorgte Steine und Pfeile. Beim nächsten Anlauf stellte ich fest, dass ich ein Idiot war. Ich hatte die Slabs auf Spawnhöhe gebaut, was dafür sorgte, dass ein Skeleton auf meinem Weg auf mich wartete. Ein Treffer von ihm könnte mich vom Weg schucken direkt in die Lava. Keine Chance, das zu überleben. Vorsichtig besiegte ich ihn, plus 2 weitere Ghasts, als mir dabei wieder die Pfeile ausgingen. Mann, nochmal das Ganze. Raus, Pfeile organisieren, zurück. In dieser Zeit habe ich auch noch Kohle gefunden und Kühe gefangen. Im Nether war der Weg über den Lavasee zum Netherrack nicht mehr weit. Ein paar Slabs später hatte ich festen, roten Boden unter meinen Füßen. Yay! Hier gab es endlich Quarz für Erfahrung und noch einiges zu entdecken. Es war bereits der 18. Tag. Ich hatte wirklich schon einige Zeit gebraucht, mich vom Nether-Spawn wegzubewegen. Umso glücklicher war ich, als direkt vor mir eine Festung war. Gar nicht mal sehr weit weg vom Spawn. Bevor ich die Festung erkunden konnte, gab es noch eine Sache zu erledigen. Traden mit den Piglins. Wenn die mir noch Fire Resistance Potions geben würden, das wäre Premium gegen die Blazes. Ein wenig Gold später hatte ich 3 Anti-Feuertränke und sogar die ersten Ender Pearls. Danke, Piglins. Danach wurde alles recht schnell hektisch. Blazes, Wither Skeletons und auch noch 2 Ghasts. Das kostete mich den ersten Potion, viel Essen und viel Zeit. Ich wollte alles schön sicher spielen, um die Hardcore-Welt nicht zu verlieren. Tief Luft holen. Und mit Anlauf rein in die Festung, mit all dem Loot und den Gefahren. Vor allem der Spawner, der im Netherrack eingebaut war, brachte mir einige Blaze Rods. Die Kisten im Fortress brachten mir hauptsächlich Sattel. Mit den mir bekannten Vorsichtsmaßnahmen, wie zum Beispiel ein paar Netherblöcke hier und da, um die Wither Skeletons zu blockieren und einigen Fackeln als Wegmarkierung, schaffte ich es unbeschadet wieder aus der Festung heraus. Hey, warte mal, hier waren wir? Hier ist der Eingang. Ah, hier ist der Room. Bin ich da vorbeigerannt? Es war auch ein eher kleines, überschaubares Fortress. Das war mir ganz recht für den Anfang. Ich hatte ja bekommen, wonach ich gesucht hatte. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 7 Ender Pearls, 5 Sattel, 3 Diamanten, 8 Blaze Rods und ein bisschen Loot drumrum. Nether Warts haben wir mit Soul Sand zusammen, genau. Da kann jetzt erstmal ein bisschen was verarbeitet werden. Nach dem Nether-Ausflug musste ich erstmal wieder in den Untergrund. Dafür craftete ich mir die benötigten Tools und braute Night Vision Potions für eine bessere Sicht auf Diamanten. Man hätte mir vorher sagen sollen, dass die Reihenfolge der Zutaten wichtig ist. Ein paar Versuche später hatte ich es dann aber und es konnte losgehen. Ich nahm alles mit, was ich unterwegs finden konnte, entdeckte einen Spinnenspawner und konnte dank des Night Vision Potions auf dem Weg zurück noch ein weiteres Schiffswrack finden. Zurück in meinem halbfertigen Haus war ich mega happy über die Ausbeute und darüber, dass ich mir eine Full-Dia-Rüstung plus Dia-Tools craften konnte. Um diese gleich mal zu testen, ersetzte ich den Grasboden im Haus durch feinstes Parkett. Also Eichenholz halt. Das ging mir natürlich nicht schnell genug. Es fehlten die Verzauberungen. Viele Level hatte ich zurzeit nicht, also fing ich mit meiner Rüstung an, auf der ich zweimal Protection 4 und einmal sogar Unbreaking 3 dazu bekam. Ein ungebetener Gast brachte mir eine Ender Pearl als Geschenk mit. Dankeschön. Und das erinnerte mich daran, dass ich davon noch einige mehr brauchte. Also ab ins Nether. Das übliche Spiel. Gold gegen Random Items. Was habt ihr mir bisher denn so gegeben? Müll. Das finde ich jetzt nicht so nett. Ein bisschen Iron, alright. Aber der Rest ist Müll. Was will ich denn damit? Den Piglins war es egal, ob ich zufrieden mit den Trades war oder nicht. Sie hatten ja, was sie wollten. Glänzendes Gold. Um mehr davon zu bekommen und noch ein paar Level mit Quarz zu machen, suchte ich weiter die Nether Wastes ab. Leider konnte ich keine geeignete Stelle finden, an der es sicher weiterging. Also musste ich mit dem Kopf durch die Wand, bzw. mit der Diamantspitzhacke. Einige Blöcke später befand ich mich vor einer kleinen Schlucht, über die ich mir vorsichtig eine Brücke baute. Wait, habt ihr das gesehen? So eine große Festung mitten auf dem Lavasee kann man eigentlich nicht übersehen. In dem Moment war ich aber total blind. Noch witziger finde ich, wie ich später die dritte Festung entdeckt habe. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ich hatte mir also einen kleinen Weg über die Schlucht gebaut. Und dann, na klar, weiter stur in eine Richtung gegraben. Nur um mich von noch mehr Delta-Basalt umgeben zu finden.
Darauf hatte ich wirklich keine Lust und drehte um. Mit dem abgebauten Gold bekam ich noch einen Fire Resistance Potion und machte damit einen Abstecher in der Festung für weitere Blaze Rods. 9 Blaze Rods später wurde es Zeit zu gehen. Das sollte erstmal locker ausreichen. Zurück in der Overworld war es natürlich Nacht, worüber ich mich diesmal freute, da ich so Phantome für Membran jagen konnte. Dann war ich mal wieder lucky, was das Verzaubern anging. Mit Efficiency 4. Woo! Zum Glück war ich nicht zu geizig und hatte mir dafür eine neue Pickaxe gecraftet. Diese sollte auch direkt eingesetzt werden, also wieder zurück zu der Mine vom Anfang dieses Abenteuers. Kohle hatte ich nicht mehr so viel, also fing ich im oberen Bereich an, wo ich beim ersten Mal noch nicht alles ausgeleuchtet hatte. Mit der neuen Verzauberung lohnte es sich einfach so viel mehr, die vielen Diamanten abzubauen, die ich gefunden habe. Dabei waren Dias gar nicht mein Ziel. Ich hatte ja noch welche in meiner Kiste zu Hause. Vielmehr freute ich mich über Gold für die Piglins und ich brauchte einfach ein paar Stacks vom Deep Slate, um damit endlich mal was bauen zu können. Am Ende hatte ich 44 Diamanten und über 1 Stack Gold dabei. Damit war ich zufrieden und konnte mich auf den Weg nach Hause machen. Durch den Abbau der Erze hatte ich genügend Level, um auch meine Schuhe auf Protection 4 zu verzaubern. Eine Sache hatte ich leider doch noch nicht genügend. Steine zum Bauen. Ihr wisst, was das heißt. Ab ins Boot und tief runter unter die Erde. Natürlich nicht ohne... No way. Crazy. Okay, das ist richtig crazy. Auch wieder hier neben dem Iron, ne? Wow, was für ein riesen Ding wieder. Diesmal hatte ich ausreichend Steine dabei. Trotzdem fand ich jede Menge Diamanten, die ich aktuell gar nicht brauchte. Auch alles andere, was mir Erfahrung bringen würde, nahm ich mit und entdeckte einen weiteren Spinnenspawner mitten in der Mine. Zurück an der Oberfläche habe ich dann weiteres Material wie Holz und Wolle besorgt. Damit konnte ich mich an den Bau einer einfachen Monsterfarm machen. Irgendwie wusste ich ja, dass ich lieber noch einmal ein Tutorial-Video dazu schauen sollte. Spawnt da auch was? Hallo? Haben wir es falsch gebaut? Zuerst dachte ich, es liegt vielleicht daran, dass ich mit Slabs gebaut hatte. Aber die waren richtig gebaut und es hätte etwas darauf spawnen können. Nachdem ich die Slabs mit Blöcken ersetzt hatte, war die Enttäuschung noch größer, bis mir aufgefallen ist, dass man die Farm ja gar nicht direkt auf dem Boden baut. Ich versuchte das Ganze noch zu retten, indem ich mich nach unten graben wollte, um mögliche Höhlen auszuleuchten, damit dort nichts spawnen kann. Oh Mann! Woher hätte ich denn wissen sollen, was mich dort erwartete? Schon früh hörte ich eine Spinne, konnte sie aber einfach nicht finden. Es war mittlerweile Tag 40 und dann sah ich, was ich hier nicht sehen wollte und auf gar keinen Fall erwartete. Aha. Eine Mine unter meiner Monsterfarm erklärte natürlich einiges. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so eine Riesenmine ist wie die andere. Lava zu unserer Linken. Aber wir versuchen hier runter. Ja. Und genauso ging es dann weiter. Eine endlose Mine, die immer wieder in normale Untergänge führte. Die Mine war an einigen Stellen wirklich komisch ineinander generiert, was das Ausleuchten schwieriger gestaltete, als ich das aktuell wollte. Meine Neugier trieb mich aber immer tiefer hinein. Es waren bereits 3 Tage vergangen. Mein Ziel für die ersten 50 Tage war langsam in Gefahr. Und ich rannte in der Mine hin und her, konnte aber den Eingang nicht mehr finden. Mein Plan war dann, den großen Außenbereich über dem See zu finden, um mich von dort aus einfach wieder nach oben zu graben. Als ich dort ankam und drumherum noch möglichst alles mit Fackeln erhellen wollte, stieß ich noch auf eine Trial Chamber. Mal was Neues, das ich mir aber aufgrund des Zeitdrucks für später aufsparen musste. Auf meinem Weg nach oben wurde ich dann überall von Wasser blockiert. Oh Mann, nicht schon wieder. Ein paar Versuche später ging es dann problemlos nach oben. Und wer hätte es gedacht? Es war Nacht. Ich freute mich, mein Haus zu sehen und ging schnell die Monsterfarm checken. Die beiden Minen lassen sich bestimmt eines Tages unterirdisch verbinden. Jetzt standen aber erstmal wichtigere Dinge an. Die letzten Vorbereitungen für den Kampf gegen den Drachen. Ob ich es noch innerhalb der ersten 50 Tage schaffen sollte? Dazu gehörte das Verzaubern und ein weiterer Ausflug ins Nether. Ich gab all mein Gold und bekam dafür 12 Enderpearls. Das wird ausreichen. Für ein paar weitere Level wollte ich weiter hinten noch einmal gründlicher alles absuchen, als ich dann auch mal die zweite Festung endlich entdeckte. Erinnert ihr euch noch? Warte mal, da hinten ist eine Festung? Das ist aber nicht unsere Festung. Direkt baute ich mir einen Weg in Richtung Festung. Allerdings erstmal nur auf Abstand, um nicht zu viel Zeit zu verlieren.
Noch etwas Quarz und dann schnell wieder zurück. Was brauchte ich jetzt noch für das End und den Drachen? Slow Falling Potions? Check. Bogen auf Flame und Infinity verzaubert? Check. Einmal noch schlafen? Check. Holz für Slabs? Check. Enderaugen? Check. Okay, let's go. Mit einem Boot über den vereisten See ging es super schnell. Ein Dorf schützte mich vor der Nacht und am nächsten Morgen ging es weiter. Wieder lag ein Dorf auf meinem Weg. Das ignorierte ich und nicht lange Zeit später war es an der Zeit, nach unten zu graben. Auf Höhe 21 betrat ich dann den Stronghold und stand sozusagen direkt vor dem Portalraum. Zuerst wollte ich mich aber noch etwas nach Loot umsehen, fand aber nichts Spannendes. Bevor ich mich weiter verirren würde, ging ich zum Portal und baute ein Nether-Portal direkt daneben, um später eventuell schneller zurückzufinden. Lol, was für ein random Spawn. Schnell nochmal das Inventar kontrolliert und Mist, ich hatte einen ausgeschnitzten Kürbis vergessen. So einen nehme ich immer gerne gegen die Enderman. Immerhin hatte ich den Drachen bisher nicht oft und meistens nicht alleine besiegt. Wie ich dann gleich feststellen werde, hatte ich was viel Wichtigeres vergessen bzw. nicht beachtet. Aber das fiel mir erst auf, nachdem ich mit den Augen das Portal aktivierte und mich im End wiederfand. Die End Crystals konnte ich relativ schnell beseitigen und mich dann um den Drachen kümmern. Zwar hatte ich nur Power 2 auf meinem Bogen, trotzdem hatte ich bisher immer nur Fernkampf genutzt, um keinen Fehler zu machen, wenn ich mich dem Drachen näherte. What? Warte mal, wie kann ich keine Pfeile mehr haben? Woher sollte ich denn wissen, dass ein Infinity-Bogen nur mit normalen Pfeilen funktioniert? Wieder was gelernt. Was jetzt? Ab hier gab es nur noch eine Möglichkeit. Zum ersten Mal muss ich den Drachen ganz spontan im Nahkampf besiegen. Und dann auch noch direkt in Hardcore. Okay, ich muss zugeben, ich habe es mir viel schwerer vorgestellt, als es eigentlich ist. Trotzdem musste ich noch dazulernen. Zum Beispiel, dass man beim Drachen nicht springen sollte. Zum Glück wirkte der Slow Falling Potion noch. So konnte ich es langsam runterspielen, wobei es einmal doch knapp wurde. Kurze Zeit später war es dann aber vorbei. Der Drache war besiegt. Es war der 49. Tag. Das erste Ziel war erreicht. Die nächsten 50 Tage sollten ab jetzt ja entspannt werden. Oder? Schnell die Erfahrung und das Drachenei einsammeln und dann ab durch das Gateway, das viel zu weit außerhalb gespawnt ist. Ein wahres Kunstwerk, das ich da gebaut hatte. Erstmal stellte ich meine Chunks höher, um keine Endcity zu übersehen. Lange dauerte es nicht, die ein oder andere Enderpearl und ein paar Slaps hier und da bis... Ah, ich sehe was. Sehr gut. Das ist eine kleine. Ohne Chip. Ich lootete die Mini-Version einer Endcity trotzdem, da ich mich auf die Shulker-Boxen freute und hoffte natürlich auf guten Loot. Die City war so klein, dass es nicht eine einzige Kiste mit Loot gab. Also keine Zeit verschwenden und schnell weiter zu einer richtigen Endcity, die auch ein Schiff mit Elytra hat. Es dauerte fast eine halbe Stunde. Diesmal hatte es sich aber gelohnt. Der Weg zum Schiff war kein leichter, da ich die Shulker nicht mit Pfeil und Bogen aus sicherer Entfernung beseitigen konnte. Wir erinnern uns, ich hatte einen Infinity-Bogen, aber keine normalen Pfeile mehr. Beim ersten Versuch reichte es nur für das Great View from Up Here Achievement. Immerhin. Also nochmal den Weg nach oben und dann per Perlenteleport auf die Leiter und direkt rein. Geschafft! Die Elytra hatte ich mir hart erkämpft und freute mich, endlich fliegen zu können. Zusätzlich gönnte ich mir noch den Drachenkopf als Trophäe. Und dann trat ich meinen Jungfernflug an. Entspannt. Vor meiner Rückreise wollte ich noch ein paar Enderpearls mitnehmen und dann ging es ab nach Hause. Das war aber nicht mein Zuhause. Huch! Stimmt, ich hatte ja bei meinem Kumpel übernachtet. Also, noch eine Nacht hier, mit der Elytra geht es ja dann schnell zurück. Von hier oben entdeckt man so viel mehr Schätze. Eine Portalruine hier, ein Schiffswrack dort. Nur wusste ich nicht ganz genau, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Nach kurzen Orientierungsschwierigkeiten fand ich dann doch mein halbes Haus. Endlich konnte ich mal wieder alles in Kisten packen, stellte aber fest, dass meine Elytra schon zur Hälfte kaputt war. Es wurde dringend Zeit für ein paar Verzauberungsbücher. Level hatte ich ja aktuell genügend. Angefangen hatte ich mit einem neuen Schwert, das fast perfekt war. Dann rief die wohl nervigste Arbeit. Es war Zeit, die nicht funktionierende Monsterfarm abzureißen. Das war wirklich kein Spaß. Vor allem bei diesem Wetter.
Zusätzlich musste ich noch ein paar Bäume abreißen und weiteres Material sammeln und craften. Ich entschied mich dann für Smooth Stones beim nächsten Bauprojekt. Während die Steine in den Öfen brieten, erleichterte ich noch alle Schafe in meiner näheren Umgebung um ihre Wolle. Damit hatte ich alles und konnte als erstes mal einen Villager Breeder bauen. Natürlich kann man auch einen ganz einfachen Breeder aus wenig Material bauen. Ich wollte aber die größere Version nutzen, damit es nach etwas aussieht. Als das Building soweit fertig war, gab es natürlich noch den schönsten Teil. 2 Villager vom nahegelegenen Dorf entführen. Die haben da genauso viel Lust drauf wie ich. Was sein muss, muss sein und mit den Leinen lässt sich das recht einfach lösen. Für ein fertiges Glasdach hatte ich nicht ausreichend Glas. Trotzdem funktionierte es schon wie geplant. Darauf folgte etwas Terraforming direkt neben dem Breeder, um eine kleine Tradinghalle für die erwachsenen Villager zu konstruieren. Arbeitslosigkeit wird hier nicht geduldet. Auch ich war nicht untätig, sondern machte eine weitere Tour in den Untergrund, um mehr Cobblestones und Deep Dark Steine zu besorgen. Wie immer dauerte es nicht lange, bis ich auf weitere Höhlengänge stieß. Da ich weder Fackel noch Kohle dabei hatte, dachte ich, es wäre eine gute Idee, nochmal in die Mine zu schauen. Dort gab es noch reichlich Kohle und auch noch unentdeckte Gänge. Das Ausmaß der gesamten Mine war so viel größer, als ich es mir vorstellen konnte, und so verging einige Zeit unter Tage. Wie immer nach so einem Ausflug waren meine Taschen voll. Trotzdem wollte ich mich im Deep Dark nochmal kurz umschauen. Fackeln konnte ich ja jetzt craften. Dabei entdeckte ich die größte Höhle ever. Beeindruckend. Oh mein Gott. Wo sind meine Night Vision Potions? Ohne die wollte ich jetzt nicht weitergehen und erkundete noch kurz die andere Seite. Dort wartete schon ein Diamant auf mich. Beziehungsweise ein paar Diamanten. Wait, wir sind unter der Trial Chamber? Ah, dann wissen wir ja, wo wir sind. Die geht ziemlich... Lol. Damit war meine Shulker-Box randvoll und ich schaute mal beiläufig auf das Datum. Was ist denn eigentlich? 63? Wir haben ein paar Tage gebraucht, ja. Ich merke schon. Abgetaucht hier für ein paar Tage. Eieiei. Geh nur mal kurz Deep Slate holen. So läuft das immer, ne? Dann kommen sie nie wieder. Soweit wollte ich es nicht kommen lassen und beeilte mich, wieder an das nächste Bauprojekt zu kommen. Da ich in der Mine direkt unter meinem neuen Villager Breeder war, erwartete ich einige neue, fleißige Arbeiter. Und wir haben einen fertigen Villager. Nice. Aber keine neuen Babys? Da ein Villager ja bereits erfolgreich entstanden und aufgewachsen war, musste die Konstruktion eigentlich funktionieren. Am nächsten Tag, dem 64. Tag, beobachtete ich die beiden eine Weile und dachte, dass das Essen eventuell erst weiter wachsen muss. Damit machte ich mich an den Grundriss für die Tradinghalle und dachte, das Breeding-Problem würde sich mit der Zeit von alleine lösen. Schön kann ich das später noch dekorieren. Erstmal muss alles funktionieren. Der eine Villager, der bereits wartete, durfte schon mal an seinen neuen Arbeitsplatz. Naja, eigentlich auch Wohnzimmer, Schlafzimmer und einfach alles. So schnell kommt der hier nicht mehr weg. Das Traden mit den Villagern wird also funktionieren. Fehlen immer noch die Villager. Eine kurze Recherche später verstand ich, dass mein Glasdach zu nah an den Betten war, wodurch diese nicht als frei für Baby-Villager zählten. Na gut, Betten einen Block tiefer legen und das Problem war endlich gelöst. Die Tradinghalle bekam noch ein Dach, Wände und Türen, damit keine ungebetenen Gäste unsere Arbeiter stören würden. Dafür das Traden soweit alles fertig war, ich aber immer noch auf neue Villager warten musste, wollte ich die Zeit, wie davor auch, mit dem Abbau von Steinen nutzen. Ich begann damit, den Deep Slate um die Trial Chamber herum abzubauen. Eines Tages will ich die einmal komplett freigelegt haben. Sieht bestimmt cool aus. Das würde aber viel länger dauern und ich bräuchte mehr Spitzhacken und eventuell einen Beacon. Und was bräuchte ich noch? Richtig, Mending auf den Spitzhacken und natürlich auch auf den anderen Tools und Rüstungen. Dafür war dann der zweite Auserwählte zuständig, auch wenn er das erst sehr spät verstehen wollte. 16 Emeralds für ein Mending-Buch klingt fair, aber das geht günstiger. Beim Versuch, einen Zombie zu fangen, machte ich dann einen entscheidenden Fehler. Alright, komm mal mit. Kriegst du es hin noch? Ja, du siehst mich noch. Gut. Nein, das war ja direkt hinter dem... Nein, unser Mandy... Gehst du da wieder rein? Dieser Zombie war nicht der Auserwählte. Dafür empfand der Villager offensichtlich so viel Spaß bei seiner Arbeit, dass er freiwillig zurückkehrte. Glück gehabt.
Beim nächsten Versuch half mir ein Creeper, den Zombie von Spinne, Skeleton und sich selbst zu trennen. Und zum Sonnenaufgang schaffte ich es dann, dem Kumpel sein Namensschild zu verpassen und ihn hinter den Villagern einzumauern. Peter ist jetzt für die Motivation bei der Arbeit zuständig. Als nächstes mixte ich mir wieder mal leckere Getränke. Diesmal für die fleißigen Villager, die beste Lektüre im Angebot hatte. Dafür war allerdings ein kurzer Ausflug in den Dark Forest notwendig. Es fehlten braune Pilze für den Weakness Potion. Leider war jetzt nicht genügend Zeit, um die Umgebung zu erkunden. Ich nahm natürlich gleich noch etwas Dark Oak Saplings mit und flog durch die Nacht zurück zu meiner Basis. Komm her. Peter, wo bist du? Warum hängt Peter? Warum ist Peter hängen geblieben? Ist der dämlich? Ah. Es war vollbracht. Mending-Bücher für ein Emerald. Nice. Jetzt fehlten noch ein paar andere Bücher und eventuell noch ein Farmer oder so. Als erstes sicherte ich mir noch ein Protection 4 Buch, im Sonderangebot natürlich. Was jetzt noch dringend fehlte, war eine Monster XP Farm. Eine, die funktionierte und effizient genug war, um die mit Mending verzauberten Items jederzeit reparieren zu können. Dafür wollte ich meine Deep Slates in Deep Slate Bricks schleifen, was nicht funktionierte. Ich hatte es wohl aus Versehen mit der Silk Touch Spitzhacke abgebaut. Es war bereits der 72. Tag und ich war noch weit entfernt von meinem Ziel, Full Netherite Rüstung zu haben. Trotzdem baute ich alle Steine im Haus auf und dann wieder ab. Was für ein Spaß. Dafür reparierte ich immer wieder meine Spitzhacke ein wenig. Zum Beispiel mit Erzen, die ich geschmolzen hatte, Redstone und Lapis, was ich auf- und wieder abbaute, und sogar ein paar Kühe mussten daran glauben. All das dauerte so lange, dass neue Villager erwachsen wurden und ich sie zum Traden motivieren konnte. Mit viel Geduld, versteht sich. Das Ergebnis war, dass ich ihn beleidigt in der Tradinghalle zurückgelassen hatte, da er kein brauchbares Buch anbieten wollte. Noch mehr Zeit wollte ich hier erstmal nicht verschwenden und suchte lieber im Nether nach Quarz für etwas Erfahrung. Da ich hier ja größtenteils von Basalt umgeben bin, suchte ich eine geeignete Stelle in den Nether Wastes, wo ich einfach mal tiefer auf Höhe 14 baute. Das sollte schon mal als Vorbereitung für später dienen, wenn ich mich auf die Suche nach Ancient Debris mache. 13 sollte vielleicht passen. 14, ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas. Ja, das gibt's nicht. Direkt dahinter ist eins. Perfekt. Ab hier versuchte ich es immer weiter geradeaus, bis ich auf Lava oder Basalt stoßen würde. An sich ein guter Plan, nur meine Spitzhacken wollten nicht mehr lange durchhalten. Egal, ich suchte einfach ein Piglin zum Traden, um die Iron Nuggets zu einer Eisenspitzhacke zu verarbeiten. Nichts leichter als das. 80 Gold später hatte ich 10 Pearls und vieles mehr. Nur Iron hatte ich gar keins bekommen. Ich musste später zurückkommen, wenn meine Tools alle repariert sind. Um die Tools reparieren zu können, wurde es jetzt Zeit für ein Rebuild der Monster Farm. Diesmal über dem Ocean. Über den Wolken baute ich eine kleine Plattform und daran die Farm. Es war dieselbe Farm, die ich bereits gebaut und abgerissen hatte. Später will ich die durch eine effizientere ersetzen, wofür aktuell das Material fehlte. Am 78. Tag war es soweit. Ich konnte endlich XP farmen. Dachte ich zumindest. Die Spawnrate war immer noch sehr niedrig. Es wurde etwas besser, als ich die Renderdistanz niedriger einstellte. Trotzdem war das Ergebnis enttäuschend. Das Reparieren und Levelfarmen dauert hier zu lange. Ich farmte trotzdem noch eine Weile, bevor ich am 81. Tag zurückflog. Das hatte wirklich viel Zeit verschwendet, mir war es das aber wert. Alles war voll repariert und ich konnte mit Level 33 noch zweimal verzaubern. Zuerst beförderte ich noch einen arbeitslosen Villager zum Cleric, um das Gammelfleisch von der Monsterfarm loszuwerden. Den restlichen Tag kaufte ich noch ein paar Bücher, craftete und verzauberte neue Dia-Rüstung und in der Nacht wollte ich dann einen zweiten Zombie für die Fletcher suchen für bessere Trades. Nicht die beste Idee. Ich konnte ja nicht wissen, dass eine Epidemie ausgebrochen war. Das waren mehr Zombies, als ich brauchte. Dummerweise hatte sich in dem Chaos einer der Arbeiter heimlich aus dem Staub gemacht und im Wald versteckt. Am nächsten Tag wurde er also ersetzt. An diesem Tag musste ich mich auch mal wieder als Holzfäller beweisen. Die Fletcher wollten Sticks. Wie immer ließ ich mich auch bei dieser Aufgabe ablenken. Es sind doch wieder 2 Spinnen. Ist doch kein Spinnenspawner da unten, oder? Ja, definitiv ein Spawner. Um dem Lärm ein Ende zu bereiten, legte ich schnell den Spawner frei und lootete ihn. Auch hier lässt sich in Zukunft eine Spinnenfarm bauen.
Da meine Trading Hall 24/7 geöffnet hat, nutzte ich die Nachtschicht, um die gesammelten Sticks loszuwerden. Außerdem organisierte ich einen Trade mit Feather Falling 4. Ein weiterer Villager wurde zum Farmer und nachdem ich all meine Geschäfte hier erledigt hatte, wurde es dringend Zeit. Zeit, eine Bastion zu finden, damit ich meine Rüstung und Tools nicht nur dank der Villager verzaubern, sondern auch auf Netherite upgraden kann. Eine Bastion finden, wenn das nur so einfach wäre. Und wenn ich eine finden würde, dann müsste ich die ja auch noch looten. Bisher hatte ich das nur einmal zusammen in einer Duo-Welt gemacht. Damn. Ich hatte wirklich richtig Respekt davor, recherchierte und schaute Videos dazu. Immerhin hatte ich so einen Plan. Step 1. Ich grabe in den Nether Wastes auf Höhe 14 weiter geradeaus, um einige Blöcke hinter mir zu lassen. Immerhin hatte ich hier 3 Festungen nah aneinander. Step 2. Wenn ich weit genug weg sein sollte und etwas höre, wie zum Beispiel Ghasts, Feuer oder etwas ähnliches, das auf eine Oberfläche hindeutete, werde ich hochgehen. Step 3. An der Oberfläche und weit entfernt von den anderen Strukturen habe ich theoretisch die besten Chancen, eine Bastion zu finden. Oder eine 4. Festung. Motiviert fing ich an, nach vorne zu graben, stieß aber direkt auf Basalt. Anfangs versuchte ich noch da durchzukommen. Es wurde mir aber dann doch zu blöd und ich wechselte die Richtung. Ewigkeiten grub ich Gänge nach links und rechts. Fand Quarz, Gold und weiteres Debris. Orientierung hatte ich lang keine mehr, wusste aber, dass ich weit weg vom Nether-Portal war. Also eigentlich Zeit, den Rufen eines Ghasts zu folgen. Ja, ich sag's noch. Also hier nicht. Versuch Nummer 2, einige Blöcke entfernt, sah dann so aus. Ah, okay. Gut, dass wir genau jetzt aufgehört haben. Ist doch gerade was runtergetropft, oder nicht? Yep. Anscheinend lag über mir ein riesiger Lavasee. Da freue ich mich schon drauf, später hier nach weiterem Ancient Debris zu suchen. Yay. Okay, soweit so gut. Sieht so aus, als wären wir hier etwas weiter weg vom Lavasee. Stoßen auch schon wieder auf Blackstone. Zwar konnte ich die Lava neben mir hören, blieb aber davon verschont, eine heiße Dusche abzubekommen. Einige Stufen später wurde es dann heller. Ich konnte einen Gang im Netherrack feststellen und bahnte mir einen Weg durch die Gassen. Überall war Feuer zu hören, ich konnte es aber nirgendwo sehen. Anscheinend war ich im Kreis gelaufen. Also machte ich, was ich gerade ausgiebig geübt hatte. Geradeaus durch die Wand graben, immer den Feuergeräuschen hinterher. Ach du Scheiße. Sind wir bei einem kleinen, feinen Lavasee, würde ich sagen. Das haben wir gehört. Okay. Um nicht zu tief zu stürzen, baute ich eine Sicherheitswand und wollte den Weg und die Wand begradigen, als plötzlich... Oh, mein Plan ist also aufgegangen. In dem Moment wusste ich nur nicht, ob ich wollte, dass er aufging. Ich suchte eine geeignete Stelle, um die Bastion zu betreten bzw. sie schnell verlassen zu können, wenn ich Panik bekommen sollte. Von ganz oben wollte ich mich Stück für Stück nach unten arbeiten, immer auf der Hut vor den Piglin Brutes. Den ersten erledigte nicht ich, sondern Lava, die ganz zufällig über ihm spawnte. Von dort aus baute ich mich zum ersten Treasure Room runter, stibitzte die Goldblöcke unterwegs und alles, was mir in den beiden Kisten gefallen hat. Der zweite Treasure Room war ja direkt nebenan, also nichts wie rüber. Nur noch schnell den Brute aus sicherer Höhe beseitigen. Natürlich dauerte es nicht lange, bis ich den ersten fatalen Fehler machte, der mich fast diese Hardcore-Welt kostete. Nach dieser dummen Aktion hatte ich noch mehr Angst. Immerhin konnte ich mich easy aus dieser unschönen Situation herauswinden. Direkt an der Festung ging es durchs Netherrack weit genug weg von der Bastion und den unfreundlichen Zombified Piglins. Puh, erstmal wieder beruhigen. Nach einer kurzen Kaffeepause war es bereits der 88. Tag, an dem ich zurück in die Bastion trat und mir weiteren Loot einsteckte. Direkt die erste Netherite Scrap. Sehr nice. Weiter ging es Richtung Bridge. Ein weiterer Piglin Brute, der dort gerade patrouillierte, wurde von mehreren Pfeilen getroffen. Die muss wohl ein Stockwerk über mir jemand abgeschossen haben, denke ich. So war das wohl. Als ich ihm zur Hilfe eilen wollte, war es leider schon zu spät und ich musste dabei zusehen, wie auf der anderen Seite der Bastion ein weiterer Brute Pfeilen zum Opfer fiel. Das Gold auf der Bridge ließ ich natürlich nicht zurück und machte mich auf den Weg in den zweiten Teil der Bastion. In diesem Moment realisierte ich erst, wie lucky ich war. In den Treasure Room Bastions gibt es dort unten ein garantiertes Netherite Upgrade Template. Genau das, wofür ich hier war. Das war ein riesen Motivationsboost für mich und ich gab mir sehr viel Mühe, keine weiteren Fehler zu machen. Nach und nach nahm ich die Brutes raus und bahnte meinen Weg nach unten.
Einmal erlaubte sich das Spiel einen, nennen wir es mal, kleinen Scherz mit mir. Ah! Was soll sowas? Mann! Weiter ging es relativ normal. Naja, außer dass meine Spitzhacke langsam den Geist aufgab. Ich craftete ein paar neue aus Eisen. Da ich dafür allerdings Items aus meinen Schalkerkisten holen musste, ging ich ganz zurück, raus aus der Bastion auf sicheren Abstand. Ich wollte wirklich sicher und vorsichtig sein. Zusätzlich baute ich noch etwas Quarz ab, den ich selbst hier aufgebaut hatte. Den muss ich wohl zuvor mit der Silk Touch Pickaxe abgebaut haben. Das war aber auch die letzte Unterbrechung, bevor es zu einer weiteren Chest ging und dann weiter zum finalen Loot. Es mussten noch einige Piglin Brutes und Magma Cubes dran glauben und dann war es soweit. Der Schatz war mein. Der ewig unendlich weite Weg zurück kam mir gar nicht mehr so lange vor. Ich war einfach nur happy, alles überstanden zu haben und freute mich auf meine Netherite-Rüstung. Später würde ich hier in den Gängen noch mein Unwesen treiben. Nachdem ich meine Beute sortiert hatte, duplizierte ich gleich das Template und craftete 2 Netherite Ingots. Für mehr reichte es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es war bereits Tag 90. Mindestens 2 weitere Ingots wollte ich noch bekommen, um zumindest mit dem Upgraden meiner Rüstung anzufangen. Dafür brauchte ich eine neue, kleine Farm, für die ich erstmal Glas besorgen musste. Alles gecraftet und die Erde neben dem Villager Breeder und der Trading Hall abgeflacht. Zeit, ein paar Schafe zu fangen. Leider wollten einige Phantoms dabei stören. Das war nicht sehr nett. Nachdem alles fertig war, stellte ich fest, dass es trotz Wolle Farm viel zu lange dauern würde, ausreichend zusammenzubekommen. Vor allem, wenn ich nicht permanent den Chunk geladen habe. Nicht weit entfernt gab es zum Glück eine Schaf-Großfamilie, die mir großzügig Wolle überließ. Damit konnte ich, wie geplant, im Nether mein Unwesen treiben. Da ich es immer noch nicht geschafft hatte, eine brauchbare XP-Farm zu bauen, baute ich mir lieber noch einige Iron Pickaxes, die ich möglichst auf Effizienz 2 verzauberte. Damit konnte es zu den vorbereiteten Tunneln im Nether gehen. Ich weiß nicht warum, aber das war schon immer einer meiner Favorite Parts in Minecraft. Nachdem alle Betten weg waren, nutzte ich noch meine Spitzhacke, die ich unterwegs mit Quarz reparieren konnte. Leider ohne Erfolg. Als die Spitzhacke kurz davor war zu zerbrechen, stieß ich wieder mal auf Basalt. Das war das Zeichen für mich, zu gehen. Etwas zu euphorisch machte ich mich auf den Weg zu meinem Portal und ging dabei fast in Lava baden. Wow, okay, das war wirklich nochmal close. Stellt euch mal vor, eine Hardcore-Welt an Tag 98 zu verlieren. Mit 9 Debris hatte ich genügend, um 2 weitere Ingots zu craften und somit meine Dia-Rüstung auf Netherite abzugraden. Die Verzauberungen waren noch nicht perfekt, aber das konnte ich am letzten Tag auch nicht mehr fixen, da ich über 15 Minuten lang von einem Liberian Villager an der Nase herumgeführt wurde. Was für ein... Die Fletcher machten immerhin einen guten Job, indem sie mich mit Emeralds versorgten. Dafür ließ ich sie zombifizieren, heilte sie daraufhin wieder, um noch bessere Geschäfte machen zu können. Als der 100. Tag angebrochen war, gab ich auf und versuchte nicht weiter, den richtigen Bücher-Trade zu bekommen. Es war an der Zeit, mir mein letztes Achievement in dieser Welt abzuholen. Juhu! Cover me in the breeze! Wer weiß, vielleicht spiele ich ja hier eines Tages weiter und bekomme noch weitere Achievements. Es war auf jeden Fall eine spannende Reise für mich, auf der ich viel gelernt habe. Danke. Danke, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Weitere Abenteuer werden folgen. Wenn du daran teilhaben willst, weißt du, was zu tun ist. Danke.